Eine Bankenhochzeit und 3 Todesfälle. Nach der Notenbank ist vor der Notenbank und mein neuer bester Freund China. Herzlich willkommen zum wöchentlichen Marktupdate. Nach den 3 Ausfällen letzte Woche kann man gar nicht glauben, dass es noch eine Steigerung gibt. Dieses Wochenende wurde die renommierte Credit Suisse gerettet. 1856 als schweizerische Kreditanstalt gegründet, war es eine von rund 30 systemrelevanten Banken weltweit mit dem Beisatz zu groß, um auszufallen. In Zukunft bildet sie einen Teil der UBS. Dabei fällt mir ein, ist diese neue UBS dann zu groß, um von einem Land überhaupt gerettet werden zu können? Was wurde am Wochenende in Windeseile beschlossen? Die Schweizerische Notenbank gibt in Summe 150 Milliarden an Notfallliquidität. UBS nimmt Verluste bis zu 5 Milliarden Franken. Die nächsten 9 Milliarden werden vom Staat oder Steuerzahler berappt. Und als nächstes werden Investoren mit nachrangigen Anleihen mit bis zu 16 Milliarden belastet. Aktionäre der Credit Suisse bekommen für rund 22 Aktien eine neue der UBS. Ist die neue Bank nach dem Deal immer noch gesund? Ja, das Kernkapital bleibt mit über 13% und es entsteht die viertgrößte globale Bank mit rund 5 Billionen gemanagten Vermögen. Diese Rettung hat den Markt zum Nachdenken gebracht. Auf der einen Seite sind die Renditen in den letzten Tagen noch einmal gesunken. Deutsche 10-jährige Anleihen auf unter 2%, aktuell sind wir da bei rund 2,25%. Und die Risikoprämien für Unternehmensanleihen, dazu habe ich Ihnen eine Grafik mitgenommen, sind zuletzt vor allem für Banken gestiegen. Das ist die hellblaue Linie, das heißt gegenüber den deutschen Staatsanleihen sind rund 2,75% mehr an Finanzierungskosten zu bezahlen. Und auch wenn die EZB zuletzt noch die Zinsen um 0,5% angehoben hat, wird von der FED nur mehr ein kleiner Schritt von maximal 0,25% erwartet. Wie Sie in der Grafik sehen können, sind die Erwartungen seit einem Monat, und das war die grüne Linie, stark gesunken. Die blaue Linie zeigt aktuell die Erwartungen der nächsten Monate. Erste Senkungen kommen bereits heuer und für März 2024, also in einem Jahr, wird der Leitzins bereits um 0,75% niedriger erwartet. Das ist die rot markierte Stelle. Bis zu den nächsten Sitzungen im Mai ist noch viel Zeit. Für die Beurteilung der kommenden Daten habe ich 2 Beispiele mitgenommen. Die dunkelblaue Linie zeigt jeweils die Entwicklung für das Jahr 2022. Links der Ölpreis in Euro, rechts der Gaspreis. Die beiden hellblauen Linien stellen die Preise für heuer dar und in beiden Grafiken sind diese unter dem Niveau des letzten Jahres und damit sinkt die Inflationsrate. Eines von vielen Signalen, auf die die Notenbanken genau achten werden. Nehmen wir noch einen Blick auf das Präsidententreffen von Xi und Putin. Da stellt man sich schon die Frage, wirken die Sanktionen oder kosten uns die mehr als wir glauben? Aus der Sicht Deutschlands, das ist die grüne Linie in den Grafiken, wurde weniger nach Russland exportiert. In der zweiten Grafik zeigt es die Exporte nach Deutschland, also auf der rechten Seite. Die sind ebenfalls zurückgegangen. Und die Handelsbilanz der EU mit Russland ist von rund 13 Milliarden minus auf 5 Milliarden gesunken. Auch wenn die Partnerschaften mit China und Indien und der Türkei vertieft wurden, fehlen im Prinzip westliche Technologie und das bedeutet Rückschritt für Industrie und Wohlstand in Russland. Ja, das war's für heute. Damit ihr auch in Zukunft nichts versäumt, am besten ihr abonniert den Kanal hier und bis zum nächsten Mal. Alles Gute und gesund bleiben. Euer Larry.